Du möchtest also dein Spiel GTA 5 von einer solchen Grafik hier zu einer solchen absoluten Next-Gen-Grafik umgestalten, dann bist du hier bei dem Video ganz genau richtig, denn ich zeige dir, wie du genau das schaffst. Zuerst fangen wir damit an, was du eigentlich alles benötigst. Zuerst brauchst du natürlich das Spiel GTA 5 selbst. Dabei ist wichtig, dass die Version eine legal heruntergeladene ist, denn einige Mods funktionieren tatsächlich nur mit der legalen Version. Als nächstes benötigst du das Programm OpenIV, denn das Ganze stellt eine Art von Basis dar für das Ganze, was wir in dem Video hier machen wollen. Dann brauchst du das Programm WinRAR, denn mit diesem Programm können wir bestimmte Dateiordner erst entpacken und an die Dateien kommen, die wir für die ganzen Schritte hier benötigen. Wie du das Ganze installierst, das hat ein Kollege, der gute Cancer, in seinem Video auch erklärt. Das Video findest du hier in der Infokarte. Als nächstes benötigst du das Programm Reshade, das brauchst du nämlich für die Presets, die auch ich hier benutze. Und du benötigst das Programm Natural Vision Evolve, das ist einfach eine Grafikmod und die brauchen wir auch als Voraussetzung für alles andere, was wir in dem Video machen wollen. Als nächstes brauchst du noch ein Preset von Dubsteps, es sei denn, du möchtest eine andere Grafik als ich hier in meinem Video. Diese Presets kosten allerdings ein bisschen Geld. Alle Links zu diesem Programm, die eben vorausgesetzt sind auch einmal in der Reihenfolge, wie wir das Ganze hier angehen, in der Infobox verlinkt. Beginnen wir also an der Stelle erstmal mit den ganzen Downloads. Zuerst müsst ihr auf die Seite GTA 5-Mods gehen. Das ist eine sehr sichere Seite, um GTA 5 Mods herunterzuladen, und mit dieser Seite werden wir hier auch arbeiten. Zuerst braucht ihr hier dieses Lua-Plugin, soll heißen, das sind jetzt hier gerade 3 Dateien, die ihr eventuell sogar schon auf eurem Rechner habt, wenn ihr schon mal vorhattet zu modden oder schon mal gemoddet habt, denn das sind hier 3 Grundvoraussetzungen, sage ich mal. Da braucht ihr hier einmal das Lua-Plugin, klickt auf Download, sagt Download und dann seht ihr, lädt das hier herunter. Dann braucht ihr ScriptHook 5 und den Native Trainer, das ist einfach ein kleiner Bonus, den muss man nicht unbedingt installieren. Und hier klickt ihr auch einfach auf Download. Dann seht ihr, es wird installiert. Und zum Schluss braucht ihr noch Community ScriptHook 5, auch hier das gleiche Spiel, einmal auf Download und dann müsst ihr hier ein bisschen runter. Und hier seht ihr dann für den Download einfach einmal hier auf die ZIP-Datei klicken und dann seht ihr auch hier, wird das hier runtergeladen. Jetzt haben wir hier einmal unseren Download-Ordner geöffnet und wir sehen, dass wir hier diese 3 Symbole haben und dank WinRAR können wir die jetzt hier jedes in ein eigenes Verzeichnis entpacken. Das ist wichtig, denn jetzt sehen wir, okay, wir haben jetzt hier ganz normale Ordner bekommen und genau das wollen wir ja. Für alle, die diese 3 Programme hier schon installiert haben, ihr könnt einfach mit der Kapitelfunktion gleich zum nächsten Schritt springen. Für alle, die das hier noch nicht installiert haben, unbedingt dranbleiben, denn ohne das läuft hier gar nichts. Soll heißen, wir sagen, okay, wir brauchen unser Lua-Plugin und hier seht ihr schon, habe ich meinen GTA 5 Hauptordner geöffnet. Bei Steam findet ihr den ganz einfach unter eurem Verzeichnis und dann bei Steam Apps kommen und dann GTA 5. Zur Not könnt ihr das auch einfach nachgucken in dem Programm, wo ihr das ganze Spiel runtergeladen habt. Da kann man ja immer das Verzeichnis einmal nachschauen. Was machen wir mit diesem Lua-Plugin? Wir nehmen einfach diese 2 Dateien und schieben die hier ganz normal rein. Ich mache das an der Stelle nicht, weil ich habe die hier schon drinne. Und dann geht es auch weiter mit ScriptHook 5. Hier genau das gleiche. README ist nicht wichtig. Wir gehen einfach in den Bin-Ordner und können uns hier diese 3 Dateien da rein tun. Diese nativetrainer.asi-Datei braucht ihr nicht unbedingt, das ist einfach ein Trainer. Das Ganze ist also sowas ähnliches wie Mod-Menu, wobei ich eben das Mod-Menu bevorzuge, aber es macht im Prinzip das gleiche. Soll heißen, hier könnt ihr einfach diese 2 Dateien nehmen, das sind die Dateien, die ihr wirklich braucht und auch hier in euren Hauptordner reinschmeißen. Und zum Schluss kommt dann hier ScriptHook 5. Das ist eine ziemlich große Datei, also mit vielen Dateien. Was wir brauchen, ist hier diese ScriptHook5.net ASI-Datei. Das ist wirklich alles, was wir hier brauchen. So heißen, das nehmen wir einfach und schmeißen das dann auch in unseren Hauptordner rein. Und dann sind wir mit den Hauptprogrammen auch schon fertig. Als nächstes widmen wir uns der Installation von dem Programm OpenIV, das ich hier schon installiert habe. Das Ganze findet man ganz einfach, indem man einfach in dem Browser eures Vertrauens nach OpenIV sucht und dann ist es hier gleich der allererste Link und da klickt ihr einfach auf Download Now und dann seht ihr, dass unser Setup hier auftaucht, also heruntergeladen wurde.
Nachdem wir das jetzt hier heruntergeladen haben, öffnen wir dieses Setup einfach mal. Und jetzt können wir hier eine Sprache aussuchen. Wir sagen Englisch und dann akzeptieren wir das hier. Sagen Continue. Hier müsst ihr jetzt einen Pfad auswählen, wo ihr das installieren möchtet. Dann sagt ihr hier Continue. Dann sagt ihr, ja, ich möchte das Ganze herunterladen. Und dann warten wir, bis es auch heruntergeladen wurde. Nachdem jetzt hier diese Mitteilung aufgeploppt ist, sagt ihr hier ganz einfach Close. Und dann könnt ihr hier suchen einmal nach dem Programm OpenIV. Nachdem das Ganze dann installiert wurde, wählt ihr hier bitte bei GTA 5 Windows aus. Und hier müsst ihr dann einfach angeben, wo denn euer GTA 5 installiert ist. Und dann ist das Ganze auch vollkommen beendet. Als nächstes kommt dann das Programm Reshade. Das ist eben das Programm für unsere ganzen Presets. Hier klicken wir einfach auf reshade.me und dann hier auf Download. Und das ist hier schon wirklich das Einzige, was wir machen müssen. Hier sehen wir, das Setup wird heruntergeladen. Da ist es. Und jetzt können wir auch hier sagen, öffnen. Und dann sagen wir hier einfach, click here to select a game and manage its Reshade Installation. Hier klicken wir dann einfach drauf und ihr geht wieder in euer GTA 5 Verzeichnis und ihr seid damit fertig. Das war's an der Stelle mit OpenIV und Reshade. Das habt ihr jetzt wirklich komplett installiert. Als nächstes geht ihr bitte auf patreon.com/wastedmods, um euch Natural Vision Evolved herunterzuladen. Das Ganze kostet ein bisschen Geld, soll heißen, das ist hier noch ein Early Access, da muss man sich immer fragen, warte ich jetzt lieber, dass es kostenlos wird oder sage ich, hey, ich will das jetzt gerne haben, ich gönne mir das jetzt mal. Wenn ihr jetzt also euer Patreon hier abgeschlossen habt, dann seid ihr auf dem Profil von dem guten Waste, der diese Mod erstellt hat. Dann sucht ihr hier in dem Menü Search Posts einfach nach NVE, das ist nämlich die Abkürzung dieser Mod. Und dann seht ihr hier OK, man kann hier Continue Reading und hat hier den Download-Link, auf den ihr einmal bitte draufklickt. Und dann sagt ihr einfach OK, Download-Links und dann habt ihr hier verschiedene Optionen, das Ganze herunterzuladen. So heißen, ich klicke hier einfach mal auf das Erstbeste drauf und dann sehen wir schon alle Dateien herunterladen und das Ganze macht ihr bitte. Wenn ihr das Ganze, den Download, also abgeschlossen habt, dann wird euch ein Ordner entgegenkommen namens NVE oder auch Natural Vision Evolved. Dabei werdet ihr verschiedene Packs haben und wir arbeiten hier mit dem Pack Single Player Package. Das heißt, wir öffnen dieses Pack, alle anderen können wir ignorieren. Dann kommt hier also ein voller Ordner mit anderen Ordnern und das gehen wir jetzt hier mal Schritt für Schritt durch. Zuerst sagen wir hier ENB Required, soll heißen, wir klicken hier einmal rein. Und dann haben wir hier Ultra Settings Preset, Medium Settings Preset oder auch Low Settings Preset. Soll heißen, wir arbeiten hier mit dem Medium Preset. Das Ganze nehmen wir also und tun uns das hier mal zur Seite. Dann öffnen wir unser OpenIV, denn dadurch läuft das Ganze. Wir klicken hier auf unser Spiel, das wir hier ausgewählt haben, GTA 5 für Windows. So, jetzt haben wir hier also unser OpenIV mit unserem GTA 5 Ordner und unsere hier ENB-Ordner. Wir sagen hier also Medium, weil Medium ist hier auch empfohlen. Und dann sagen wir einfach okay, das hier können wir alles nehmen und einfach einmal hier reinschmeißen. Wichtig, hier seht ihr gerade, das geht nicht. Das heißt also, hier im OpenIV den Edit Mode anmachen, ja. Und dann kann man sagen, okay, ich schmeiße das hier einmal alles rein. Der findet wirklich auch von selbst den Weg, wo das alles reingehört. Und dann ist dieser Ordner hier, der hier, fertig, den braucht ihr nicht mehr. Als nächstes kommen hier die Main-Files, auch empfohlen. Da machen wir genau das gleiche. Wir nehmen einfach diese ganzen Dateien und schmeißen die in unser OpenIV. Der findet, wie gesagt, den Weg, wo das Ganze rein muss. Wenn ihr jetzt übrigens zum allerersten Mal das Programm OpenIV benutzt, dann kann es sehr gut sein, dass bei euch so ein kleines Fenster kommt, wo drin steht, hey, willst du einen Mods-Folder kreieren oder möchtest du keinen Mods-Folder kreieren? Und ja, ich weiß, es klingt jetzt gleich irreführend, aber ihr klickt da bitte auf Nein, ich möchte keinen Mods-Folder kreieren, denn dann läuft das auch alles richtig gut. Und wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr über einen kleinen Like freuen. Zum Schluss bleibt dann hier also nur noch dieser Installer. Das soll heißen, wir sagen hier Edit Mode ja. Und packen wir das Ganze hier einmal rein. Dann kommt hier so ein kleiner Pop-up, ne? Das Ganze haben wir hier Natural Vision Evolved, ganz genau. Hier klicken wir dann auf Install und hier sagen wir Mods Folder. Bitte Mods Folder anklicken.
Dann klickt ihr hier wirklich nur noch auf Install und dann seid ihr damit fertig. Ich mache das nicht, weil ich habe das ja schon installiert. Das war es an der Stelle mit Natural Vision Evolve. Das ist jetzt wirklich komplett installiert. Wenn ihr wissen wollt, ob das wirklich installiert ist, dann startet einfach euer GTA über hier dieses Tool, diesen, Pfeil, sag ich mal, und dann dürfte zu Beginn ein anderer Ladescreen kommen, als ihr es gewohnt seid. Wenn das kommt, dann ist alles supi, wenn nicht, dann versucht es einfach nochmal. Als nächstes brauchen wir noch das Preset von Dubsteps. Auch das Ganze läuft hier über Patreon, soll heißen hier der Link patreon.com/dubsteps mit 2Z und dann Posts. Da sieht man hier schon Become a Patreon und das Ganze machen wir einfach mal genauso wie bei Waste bereits davor. Wenn wir also auch hier den Patreon-Prozess abgeschlossen haben, haben wir Zugriff auf seine ganzen Presets für Reshade, das wir ja auch schon installiert haben. Soll heißen, wir suchen hier einfach nach Revolution HDR, das ist das Preset, das ich sehr gerne benutze. Andere gibt es natürlich auch, könnt ihr euch auch runterladen, sieht dann aber natürlich anders aus als bei mir. Hier sehen wir also ein paar Screenshots, das wollen wir gar nicht, wir wollen ja hier den Download bei Mega. Soll heißen, hier klicken wir einfach auf den Link drauf und dann sehen wir schon, okay, es lädt herunter. Dann gehen wir also erneut in unseren Download-Ordner rein und sagen, wir wollen das Ganze entpacken in ein eigenes Verzeichnis. Und dann sehen wir schon, okay, Dubsteps Evolution HDR ist da. Wie installieren wir das Ganze jetzt? Gute Frage, wir klären sie mal. Wir haben hier wieder unser OpenIV und hier unseren Ordner mit dem Preset. Soll heißen, wir klicken hier ganz einfach wieder auf Edit Mode und sagen ja. Dann haben wir hier eine Datei und die schmeißen wir hier einfach rein. Ganz einfache Kiste und dann ist das Ganze installiert. Dann seid ihr damit fertig. Ich persönlich benutze dabei übrigens für Nächte besonders gerne noch ein anderes Preset von Dubsteps und zwar das Preset Real. Soll heißen, hier einfach einmal das Keyword suchen und dann hier, bis ihr auf diese Mega-Seite kommt. Genau das gleiche Prozedere, nur mit einem anderen Preset. Sollte jetzt, denke ich, geklärt sein. Wenn nicht, gerne in die Kommentare schreiben, aber ist eigentlich genau der gleiche Ablauf. Wenn ihr jetzt also euer GTA 5 ganz normal oder auch vorzugsweise über OpenIV gestartet habt, dann sollte euch auffallen, das sieht irgendwie anders aus, aber irgendwie noch nicht so wie bei dem Typen hier im Video. Woran liegt das? Ihr müsst einmal eure Taste namens POS1 auf dem Keyboard klicken. Die Taste ist so ein bisschen über euren Pfeiltasten. Die klickt ihr und dann kommt ihr hier in dieses Menü von Reshade. Hier habt ihr also eine kleine Leiste, die klickt ihr einmal an und dann habt ihr hier zwei Dateien, wenn ihr eben hier diese beiden Presets heruntergeladen habt. Einmal die Premium Revolution HDR Datei und die Real Reshade Datei. Dann sagt ihr hier einfach Premium Revolution HDR, könnt ihr hier mal anklicken und sagt Select. Dann seht ihr, das hat sich ein bisschen geändert und ihr seid im Spiel drinne und es sieht so aus wie auch bei mir hier gerade im Video. Ja, und ich hoffe sehr, dass dir dieses Video weitergeholfen hat. Soll heißen, du jetzt auch so ein richtig geil aussehendes GTA auf deinem PC hast. Wenn ja, dann lass mir super gerne ein Like da. Wenn es dir geholfen hat, würde mich mega freuen. Und falls du auch so ein kleines Tutorial haben möchtest, wie man spezifische Autos in GTA 5 bekommt, dann schreib mir das gerne in die Kommentare, denn dann würde auch dazu sofort ein kleines Tutorial kommen. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit deinem neuen GTA 5 und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.